Het thema voor vandaag is Gott is Eewich. En het is interessant, ik vang laatste jaar aan studeren voor deze series. En een der week hier länger, en ik wie klok 5, en pastor, ik vroeg me waarom ik een huis voor deed. Ik had een drukke werk gehad en ik zei, ik moet rijden voor deze series, deze aandag. En ik geloof dat als een bijspel voor ons en ook voor mij, dat wanneer we dat studeren, dan wanneer we willen de proeven hingen te komen, wer Gott is, du is veel te uitvingen, du is veel te weten, en er is geen weg waar we dat alle worden begrijpen. Dit is een thema, wat dieper is eens in dat thema. En ik würde zeggen, wenn wir Gott ganz kann verstehen, dann sind wir ganz vollkommen. So von der ist das ist ein Thema, das ist an Zeit. Was ist Zeit? Was ist Ewigkeit? Und wenn diese unter Verrecht ist und wie können wir Kopfvideo haben, Kopfreading haben, wenn diese viele Dinge sind verteilt. Wir werden bloß geduldig sein und dort annehmen, dass Gott ist groot. Und die leider, was wir von dir singen, die Posten sagen, wo groot bist du? So, ik wil bevragen dat je proeven niet past dat met te komen. Ik proef dit als een dieper thema. Ewigheid en tijd. Wo schafft dat? We zullen dat verstaan. Maar ik hoop, ik kan het in zo'n weg uitbrengen dat je te verstaan. Laten we aanvangen met een gebed. Lieve God in hemel, wo groot bist du? En wo klein zijn we niet, dat we de weg gaan komen en gemeenschap haben mit dir. Dat is een ding wat we meest niet kunnen begrijpen. Wat is dat mogelijk? Maar we zijn dankbaar dat du rechts ruit naar ons, du raubst ons, du des ons aanladen, dat we gaan gemeenschap haben mit dir, Gott. En ik bid van jou smars dat du ons treisten, dat wanneer we vielleicht een beeld hebben van die wat zwak en klein is, dat deze aandacht wordt ons de uno merken en ons helpen zijn, wo groot du wirklich bist. Wir sind dankbar, dass wir können uns nur die bringen und die ganz vertrauen, wenn alles erst möglich für die. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Letzten Sonntag sagen wir in Klimat, wo Gott ist und ist ordentlich wie sind, aber wir sagen ein paar Ursachen, woran wir können an Gott leben, wo wir weiten können, dass ein Gott ist. Und wenn die nicht die Andachten horchen, ich würde ihn ermutigen, der ist on unserer Website, on Facebook, YouTube, und auch, wenn die noch nicht on WhatsApp Church in der Gruppe sind, die Plautdietsch Andachten, da bin ich bis Frau und ich will ihn lernen, sagen. Und diese Andachten, die wollen alle ein bisschen taub passen. En de posten hat zodat we kunnen met een klaardere verständnis kriegen, wer is Gott. Von der werden wir sein, wo Gott ewig ist. Was meinen wir mit Ewigkeit? Und wo sollen wir Ewigkeit verstehen, und wenn wir an der Rettung und unser ewiges Leben denken. So, wer ist Gott? Ursprünglich, wir müssen verstehen, dass Gott ist selbst existent. Was meinen wir mit das? Das ist vielleicht ein paar Werte, die wir taubstellen, und sind vielleicht große Werte. Was meinen wir mit das? Was wir meinen mit, dass Gott selbst existent ist dass Gott ist nicht abhängig an irgendwas oder irgendeiner. Gott ist. Und alles, was ist, büter Gott ist abhängig von Gott. Eine Weise kann das sein, erst wenn wir darüber denken, was mögt Gott oder was braucht Gott zum hier sein oder wo kommt Gott zum Anfang? Nicht erst so, was nicht an Gott bleiben, die bleiben, die sind so klug und die Frauen dann. Na, wenn alles, was ihr merkt, erst hat einen Anfang und was einen Anfang hat einen Erschafter, wer mögt Gott? Und was wir meinen mit Gott, ist, dass Gott hat nicht einen Anfang. Das ist allmählich, dass Gott einen Anfang hat. Gott hat einen Port von wer er ist.
Hij erst dort, wat nog helemaal erst je was. Hij erst dort, wat niet een aanvang heeft. En hij erst dort, wat niet afhängig is aan ons wat. Alles wat je merkt is en alles wat in je komen is afhängig aan Gott. So wer merkt Gott? Keiner. Wir moeten, wenn wir fragen, wer merkt das und wer merkt das, wir gehen trägen. Wir müssen bei einem Punkt kommen, wo wir sagen, wir müssen Anfang sein, was büter den Anfang ist. Und wir wollen da mal davon reden, Lothar. Wieder, Gott ist der einzige Gott. Gott ist der einzige Gott. Wenn wir würden ehrlich sein, dass wir unter Aufgaben wären oder unter Gott wären, die würden alle so eine Gatten sein, die wären abhängig auf oder von Gott. Das ist anmerklich, dass das Wort ist, was gerade ist als Gott, wenn wir müssen das verstehen, dass das Wort, der muss in der Person sein, wir würden nicht, das wird Denkbrücken, aber muss wer sein, was der Untergrund ist von allen. Und wir als Christen verstehen, dort, was Untergrund ist, dort, was der erste Anfang wir, ist Gott. Wieder, Gott ist nicht abhängig an uns Glauben, dass wir glauben, er ist, dass er ist. Ich glaube, wie Ängsten uns Ferken im Bett, so viele Menschen in unserer Welt von dir, die sagen Gott auf und die sagen, ich glaube nicht, dass Gott ist. Ich will uns von dir treisen mit dieser Welt. Gott fehlt dort nicht an uns, dass wir glauben, er ist. Gott ist, bitte uns Glauben in Arm. So, wir brauchen nicht bedürft sein, dass, wenn da so viele Menschen sind, die nicht einen Glauben haben, wenn wir selbst einen schwachen Glauben haben, dass Gott wird sich ängsten, dass er nicht einmal wird abhören mit sein. Gott ist nicht bedürft an uns an Glauben hat. Gott fehlt es nicht an uns, dass wir an ihm glauben, dass er stark ist. Gott ist bitte uns Glauben. So, er ist nicht abhängig an uns Glauben in Arm. Alles, was ihr merkt, ist dann abhängig an Gott. Und das meint Tiet, das meint alles, was lebenhaft. Und Gott ist der Untergrund, er ist selbst existent. Und das meint, dass er nicht abhängig ist an irgendwas. Der zweite Part von dort ist dann, dass Gott ist, erst haben wir gewusst, dass Gott ist ewig. Was meinen wir, wenn wir sagen, Gott ist ewig, oder was ist Ewigkeit? Ewigkeit ist ohne einen Anfang und ohne einen Ende. Ohne einen Anfang und ohne einen Ende. Wir würden gern sein, wenn Tiet in einen Strang wir, wenn wir in einem Meerstrang sind, dort ist nie, der Strang, der jetzt trägt, hat niemals ein Ende, und der Strang jetzt wieder der Ordnung weg in uns Zukunft nähern, und der hat kein Ende. Dort ist ohne einen Anfang und ohne ein Ende. Und Gott ist ewig. Openbaring Kapitel 1, der 8. Vers sagt es. Ich sehe dort A und dort O. Der Anfang auch dort Ende, sagt der Herr, der du ist, der du wir und der du kämpft. Der aulamachtich. So was sagt der Schreiber Johannes von wer Gott ist? Er sagt, er ist der A und der O. Er ist das sind die Lettern von der griechischen Alphabet und unser auch. Das von der griechischen Alphabet. Da fangen wir mit A an und hier ab mit der O. Und das ist der Alpha und der Omega, sagen wir auf Griech. So, was er sagen wird, ist, Gott ist der Anfang. Wir verstehen, dort wird ein Anfang hat, dort fängt an und dann von da jetzt wieder. Bei Gott ist gratis dort und wir wollen Lothar sein, was er meint mit das. Wieder in Judas Kapitel 1, der 25. Vers sagt Judas es steht, den einzigen Gott, unserem Heiland,
die traft Herrlichkeit en Majesteit. Kraft en gewalt der Jesus Christus, unseren Herrn, zu alle Zeit en für immer. So, wir sehen von diesen Versen, erst dass Gott hat kein Aunfank. Und er braucht diese Wort, die durch wir. Die durch wir. Und wenn wir das Beispiel brauchen, dann das Bild von einem Strang. Gott ist gewasst und das geht so weit hängen, als wir können. Und wenn wir würden können, so weit hängen gehen, als wie das möglich ist. Und wir kriegen eng stehen down, wir würden sagen, der Strang geht noch wieder. Und es geht einmal und einmal wieder trägt, und wo wie trägt das geht. Johannes Kapitel 1, der erste und der dritte Versen, der erste Versen von Johannes. Hier redet der Schreiber, und er redet von Jesus, und wir wollen in der nächsten Botschaft sein, wo Gott persönlich ist, dort er in Dreieinigkeit ist. So was sagt es dort? Aus alles Aunfank, wir dort wird. Und so, was er sagt, dort wird anfangen, dort wird gemerkt wird, wie sind Port von dort, Tiet ist Port von dort. Wenn dort anfangen, dann wir Gott all. Wie haben wir dort begriffen? Wir denken alles der Tiet. Wir denken Anfang und wir denken eng. Aber wenn ein Anfang anfangen, dann wir Gott all. So Gott ist gratis den Anfang. Er ist noch immer was. Die durch wir. Wieder sagt er, und dort wird wir wie Gott, und was Gott wir dort wird. Er wir im Anfang wie Gott. Der Arm als alles gemerkt, und ohne Arm als nicht gemerkt, was gemerkt ist. So er sagt, dort was gemerkt ist, Gott wird durch, wenn dort einen Anfang hat. Zweitens, Gott hat kein Eng. Und er sagt in der Offenbarung, er ist für immer. Gott kann nicht sterben, Gott kann nicht in Eng haben, dort ist allmählich, dort Gott in Eng kriegt. Wir können Gott nicht dort merken, so zu sein. Und so ist es sein, wenn keiner auf dieser Welt wird in Gott leben, Gott wird der Weg sein. Gott wird der Weg sein für immer und immer. Gott wird kein Eng haben. 1. Timotheus, Kapitel 1, der 17. Vers sagt es dort. Den Ewigen kenne ich, der ewig lebt, der nicht zu seinen ist, der einzige Gott, den trifft für alle Ewigkeit, alle Ehre und alle Herrlichkeit. Amen. So für alle Ewigkeit, was Paulus und Timotheus sagen, Jesus, Gott, trifft alle Herrlichkeit und alle Ehre für alle Ewigkeit. Und Gott wird für alle Ewigkeit sein. So, wenn Gott noch einmal erst was und Gott wird einmal sein, da bleibt eine Zeit zwischen dort, nicht? Und dort ist Gott ist nu. Gott ist in Zeit, will wir sein. In Offenbarung sagt, die du ist. So Gott ist nicht besonders, was erst einmal wir, und vielleicht nu nicht so sei es, aber Lothar wird er zurückkommen. Gott ist nu und da, kriegt so echt und persönlich, und er schafft, kriegt so sei nu, ist er mal deid, und so viel er mal Wort schaffen. 1. Johannes Kapitel 1, die 14. Vers lehrt uns, wo Gott wirklich nu ist. Und dort ist der Jesus Christus. Gott braucht sich selbst in Tiet nähern, so dort Heimat uns ist in Tiet. Und dort sagt es dort, und dort wird ein Mensch und wohnt mang uns. So, wenn wir in Tiet leben, dann, Gott, ich weiß nicht, wie würden dort leben wollen, brücken, aber durch Jesus Christus lebt Gott in Tiet mang uns, mit uns.
En so wie gingen laatste jaar in de series door, God is met ons. En so God is in tijd, hij is met ons en hij is voor alle tijd met ons. So wo sollen wir das dann verstehen, von wem wer wir sind? Die Bibel lehrt uns, dass wir sind in der Weg ewig. Aber wir sind nicht ewig in Kraft in der Weg, weil Gott ewig ist. Und woran wir nächstes Gott sind, ist wir sind nicht in eng, aber wir sind nicht wirklich ganz ewig, wenn wir sind in Anfang. Sondern was in Anfang haben, sind wirklich nicht ganz ewig. Wir haben alle einen Anfang. Unsere Seele hat einen Anfang. Gott mögt uns. Und im Moment, wenn Gott uns mögt, hat wir den Anfang. Und bei der Bibel lehrt uns, wir wollen für alle Ewigkeit leben. So, wo sollen wir dann dort verstehen, was ist Gott in Gemeinschaft mit Zeit? Wir würden gern sein, dass Gott ist in Zeit und in dort Zeit ist dort streng, als Gott, er ist dort streng. Er hat diese Weg, so wie das dort mehrlich ist, und danach wieder, und diese Weg kriegt so. Aber ich glaube, in der Weg, wo wir dort verstehen können, Gott ist in Zeit, aber Gott ist ewig. Er ist grata ist Zeit. Dort ist dort Gott als Port von den Strang, wo Zeit ist, aber Gott als Büter und auch ewig dort Zeit. Wenn Gott als grata ist Zeit. Ich weiß, das ist schwer zu begreifen, wo ist das mehrlich, wenn alles, was wir denken, beleben, ist verbunden mit Zeit. Aber Gott ist boven, ist ewig Zeit. Und das verstehen wir von letzten Sinne, sagen wir, wo Gott sein Namen meint, ich sie. 2. Mose Kapitel 3, der 14. Vers sagt es dort. Und Gott sagt zu Moses, ich sie, die ich sie. Und er sagt, so sollst du die Israeliten sein, ich sie, hat mir nur jüngst geschickt. Und an Jesus, der sich verbinden mit wer Gott ist, in Johannes Kapitel 8, der 8. 5. Vers, er sagt, und Jesus sagt an, ich sei jüngst die Wahrheit, euer Abraham wir, ich sie. So, warum wird Gott sich selbst den Namen geben, ich sie? Wird es nicht in das Johannes Kapitel 8, die Vers, wird es nicht sein, besser ja was, wenn Jesus wird han gesagt, euer Abraham wir ich. Aber was sagt Jesus? Er sagt, ich sie. Wir würden sagen, das sagt nicht recht. Aber Jesus lehrt uns, wer er ist. Und der Weg, um das verstehen ist, dass Gott Gott ist und Gott wird immer sein und hat alle drei, alle zugleich. So Gott ist ewig, Gott ist nicht als Bütertit und Gott ist in Tit. Er ist ewig, er ist grata ist Tit. Gott ist. Wenn jene Gedanken mit kort kommen, meint das auch. Wir leben in einer Zeit, wo wir probieren, dort ein bisschen zu verstehen, wer ist Gott und wie groß ist Gott. Was bleibt der Eva? Ist Vater Gott kommen, ans Knien und am Aunbäden. Wir sind nur so klein. Und was ist uns Leben? Wenn wir ein langes Leben haben, dann leben wir über 100. Wenn wir ein gutes Leben haben, dann leben wir über 80. Wir haben nur so eine kurze Zeit. Wie man in Zeit leben. Und dann sagen wir, wer Gott ist, und Gott ist nicht klein, Gott ist groß. Und er bleibt nicht ewig, das Gott anbeten. Weil wir Menschen sind, die nicht ein kleines Bild haben von Gott, aber ein großes Bild. Gott belebt auch Zeit ordentliches wieder. 2. Petrus, Kapitel 3, der 8. Vers sagt es dort. Aber vergeht einet nicht, lieber Freund, dort ein Tag bei unseren Herrn nicht ordentlich ist, als 1000
Jahr. En 1000 jaar niks anders als een dag. En so wat Petrus hier sagen det ist, dort bei Gott als Tiet ganz anders ist bei uns. En de oorzaak waarom dit is als wenn Gott sehr Tiet anders ist wie sind. Dat is in schrijverhafte moment zo een bijspel gebracht, wie weten wat een helikopter is, dat is dan wat boven even vliegen deed, en die blijft door, en die kan alles zijn wat alle tegelijk worden deed. Zo is God even Tiet. Hij kan zijn wat is en wat wie en wat zijn, dat is alle dezelfde Tiet zet hij dat alle. En in zijn weg, als een dag is 1000 jaar en 1000 jaar is een dag. En dit is een weg waar we verstaan kan, dat we kan Tiet bus verstaan, dat Tiet allemaal hetzelfde weg voorbij gaan deed. Maar bij God, hij zet alle Tiet op alle Tiet. Part van dit is dan, God wordt niet meid. Hij heeft vielleicht mal beleefd, die hat geschafft en hat vielleicht nicht eine Tiet mehr, Tiet wies, nicht eine Klok oder eine Uhr mehr, en je schaffen en dan val je niet meid. Oh, ik moet me verrijven, ik moet me met doorzetten en vind je wat de Tiet is en dat ganze dag gaat vergaan en je wist niet wat de Tiet weer, de Tiet die ging bozig en je worden meid. Wenn Tiet vorbeigaan hätten, wir schaffen, wir wollen meid. Und wenn wir alle wollen, dann wollen wir leichter meid. Nicht so, aber Tiet vorbeigaan, wollen wir meid. Der gute Part von wer Gott ist, Gott wird niemals meid. Gott wird nicht meid von Schaffen, Gott wird nicht meid von uns Harchen, Gott wird nicht meid von Sinn, Gott wird niemals meid. Jesaja Kapitel 40, 28, der Vers sagt es das. Weit je gar nicht, haben die dort nicht, sei nicht gesagt, der Herr ist ab armer Gott. Er hat alles auf der ganzen Erde gemerkt. Er wird nicht meid oder mautlos. Dort ist nicht zu verstehen, was er alles kann. Jesaja Kapitel 40. Diese Vers ist eine Trostvers für uns. Er wird nicht meid oder mautlos. Wofür ist es nicht, dass wir wollen meid und mautlos? Aber Gott wird niemals meid und mautlos. Wir können Gott ganz vertrauen, wenn er ewig Tiet ist. Er ist in Tiet der Jesus Christus. Aber Gott ist stärker als Tiet. Und ich will uns von der preisen mit dieser Welt. Wann wir meid wollen, die wird mit uns gehen, die wer mit uns ist, die wird nicht meid. Wenn wir weiten nicht, wo länger wir noch wieder können, Gott kann noch wieder. Und das ist dann in der Zeit, wo er seine starke Hand rücken, die Hand wird ewig ist. Und sagt, ich sei nicht meid, ich kann sein, du bist meid. Ich kann sein, du bist mautlos. Aber ich sei nicht mautlos. Ich sei nicht meid. Komm mir heran. Und das ist für uns eine grote Trost. Ein gutes Ding von Ewigkeit ist, dass Gott sagt, unsere Rettung ist ewig. Wo ist unsere Rettung ewig? Es ist nicht ewig in der Weg, dass dort niemand einen Anfang hat. Aber es ist ewig, wenn Gott wisst, einen Anfang wer er wird raten. Und so Gott hat das geplant, jo wieder und freiwillig die Entscheidung merken von Gott annehmen. Aber Gott wisst und Gott plant für unsere Rettung, Zeit anfangen deit. Epheser Kapitel 1, die 4. Vers sagt es das. Wils hij de Welt den Grund legt, hat hij uns bestimmt in Christus, seine heilige, ausschuldige Kinder zu sennen. Tiet wir, hij de Welt mögt, wisst Gott auch, wer am wird annehmen das Heiland. Ist das nicht ein großer Trost für uns? Wir sind bestimmt in Christus.
eier Tiet anfangen deed. Wir würden dann gern sagen, na, da hat euch in freien Wellen zum Gott annehmen. Das ist nicht, was Paulus hier lernt hat. Gott sagt dort, hei weit, wer er annehmen wird. Und Gott schafft in uns. Und Gott ist so persönlich, wir würden gern sagen, involved in unserem Leben, dort er von aller Ewigkeit hat und geplant, dort du und ich, wie Jesus angenommen haft, würden dort tun. Gott hat dafür geplant. Gott hat von uns Leben geschafft, wegen er ewig ist und dort er dort weiten wird. Openbaring Kapitel 14, da sagt der Pfarrer sagt auch, dort ist der ewige Evangelium. Dort wird von der gepredigt, wo Menschen können gerat sein durch Jesus Christus. Dort ist derselbe Evangelium, über was alle Menschen wollen, für alle Ewigkeit im Himmel Gott preisen. Du hast nicht nur in Evangelium ein Lothar, wo du eine Port, eine frische Evangelium sein, wo die Menschen wollen Gott für alle Ewigkeit preisen. Dort ist derselbe Evangelium, dort ist ein ewige Evangelium. Und wieder, die Radung, was Gott uns geben wird, hat nicht in eng. Und das können wir uns festhalten. Hebräer Kapitel 9, der 12. Vers sagt es das. Hij is ook niet met bloed van kazen oder kalver en dat alle hersenen neergegonnen. Hij ging met zijn in het bloed en ook en voor allemaal en dat alle hersenen neer en heeft ons een eeuwige Rettung verschafft. Dat hij zijn in het Plautdietsch, dat sagt hij heeft voor allemaal de zin betoeld. En wanneer hij voor allemaal de zin betoeld heeft, is onze Rettung, hij zegt dat is eeuwig. Dat is een eeuwige Rettung. En wenn Gott ewig ist, Gott kein Eng hat, und wenn unsere Rettung ewig ist, weißt du, was dort meint für uns? Wir wollen ewig Gemeinschaft haben mit Gott. Wir brauchen nicht bedürft sein. Dort wir wollen vielleicht im Himmel sein für gewisse Titen, dann wird unsere Tit ab sein, dann ist die Gemeinschaft durch. Diese Gemeinschaft, diese Rettung ist für einmal. Johannes Kapitel 11, 25 bis 26 sagt es dort. Und Jesus sagt zu ihr, ich sehe die Todes opwekt en dat leven geeft. Wer an mij gelooft, wordt leven, wanneer hij ook sterft. En wer du leeft en an mij gelooft, hoor maar, wordt niemand sterven. De vrouw wat Jezus vrouw dat nu dort, als de vrouw wat ik ons ook wel vrouw. Geloofst u dat? Geloofst u dat? Wir wollen niemand sterben, wer in Jesus sind. Das ist der gute Nachricht von der Evangelium. Wie wir in Jesus Christus sind, wir können dort festhalten, die Hoffnung, was wir haben in Jesus. Dort wer in Jesus Christus ist, wird niemals jässlich und fleischlich sterben, wenn er im Himmel ist mit Gott. Und wenn er großer Preis ist das nicht für uns. Ich will uns von der Proben zu wiesen, dort wir deinen in Gott anbeten, was nicht clean ist. Er ist ein großer Gott. Wir können vielleicht nicht einmal alle verstehen, was schafft das alle. Und für mich, ich habe probiert, klare Rüte bringen, aber es hilft noch viel mehr, was wir würden gerne sein. Das ist schwer zu verstehen, auch für mich. Aber ein Ding weiß wir ganz von Gott ist ewig, Gott ist gratis, ist Tiet. Gott ist gratis uns. Und wenn wir mautlos werden, Gott wird niemals mautlos. Und an Arm können wir uns verloren. Für das Worship-Team abkriegen, werden wir schließen mit dem Gebet. Gott im Himmel, wir sind dankbar, dass wir können uns halten an den Stein, was niemals moven wird. Wir können uns halten an die Hand, was uns leben wird, was niemals meid wird und auch niemals
outlos wordt. Gott, ik bid dat u was van wie meid zijn van dir und wir weten nicht, was du noch hast für uns. Ich bete Gott, dass du was uns wiesen, dass du bist ewig und dass wir können uns ganz an die verloren. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.